Ja Leute, herzlich willkommen zum neuen Video der NGM-App GmbH. Und zwar wollen wir euch heute die NGM-App an dem wohl beliebtesten Modell präsentieren. Und zwar haben wir hier einen Golf 7 GTI Facelift mit 245 PS, allerdings ohne OPF. Motorkennbuchstabe ist DLBA, der mit OPF hat DKTB. Und ja, wir haben hier die Besonderheit, dass wir vom Aufbau der Downpipe die in Anführungszeichen Serie schlechteste Downpipe haben, die bei den 7er GTIs verbaut ist, weil oben relativ dünner Durchmesser, wir können auch gleich nachher mal die Motorhaube aufmachen und ein bisschen reinleuchten, und haben im Unterflur anstatt den OPF wie bei den DKDB-Modellen einen zweiten Cut, der das Auto natürlich dementsprechend auch nochmal dämpft. Haben hier aber an dem Auto tatsächlich eine 3,5 Zoll Abgasanlage verbaut, was natürlich den Klang wiederum auf ein anderes Level hebt. Wir wollen euch heute einfach mal zeigen, was man alles mit der NGM-App bei diesem Auto einstellen kann. Und ich sag mal vorneweg so, bei dem Auto haben wir wirklich ein en masse an Optionen und das ist halt richtig, richtig geil. Kleiner Spoiler hier schon mal vorneweg. Und zwar kann man hier bei dem Modell auch die Air Launch einstellen. Hört sich ganz genauso an wie bei einem Golf R. Natürlich nicht 100% genauso, liegt einfach daran, dass da natürlich eine ganz andere Abgasstrang verbaut ist. Ihr habt eine komplett andere Downpipe und aber dementsprechend natürlich auch nochmal eine andere Abgasanlage von der Führung her. Deswegen hört es sich natürlich nicht zu 100% gleich an, aber hört sich schon richtig, richtig gut an. Wir haben natürlich auch hier das 7-Gang DSG DQ381 heißt das. Ja, bei dem ist es ja so, dass da das Schaltknallen speziell bei diesem Modell und bei dem 245 PS mit OPF eben nicht mehr existiert. Das holen wir mit der App zurück. Wir werden unterschiedliche Setups einblenden von verschiedenen Autos, weil es ist ja immer so, nicht jeder hat jetzt hier schon bei dem Auto eine 3,5 Zoll Abgasanlage verbaut. Wir wollen euch natürlich auch zeigen, wie sich das Ganze mit einer originalen Abgasanlage anhört, wie sich es bei einem OPF-Modell anhört, wie sich es jetzt hier bei dem anhört mit einer 3,5 Zoll Abgasanlage. Also wir schreiben euch immer unten rein, was verbaut ist, wie das Setup ist und wie sich es dann halt auch dementsprechend anhört. Wir schauen jetzt einmal ganz kurz hier in den Motorraum rein, was hier verbaut ist, ob das Serie ist. Ich weiß es nämlich jetzt gerade gar nicht. Der Kunde hat mir nur gesagt, dass eine 3,5 Zoll Abgasanlage verbaut ist. Wir gehen einmal kurz ums Auto rum, bevor wir dann die App starten, euch da die Optionen mal kurz erklären und dann natürlich auch Soundfiles aufnehmen. Schön ist, wir sind ja hier beim 7er GTI. Das Geile ist, da kann ich die Haube einfach aufmachen und muss nichts festhalten. Ja, also wie man hier so sieht, der Motorraum ist natürlich ein bisschen dirty, aber das ist ja mehr oder weniger für das Video jetzt irrelevant. Die originale Ansaugung verbaut. Schaue ich mal schnell, ob der Mod gemacht wurde. Nein. Also hier ist im Endeffekt wirklich, was die Motorpräferie angeht, alles komplett Serie. Downpipe ist auch komplett Stock. Die schlechteste Variante verbaut, was die Downpipe angeht, weil hier, man sieht es ja auch schon sehr, also eigentlich sofort, das geht brutal flach nach unten. Das heißt, die Abgasführung, was die Downpipe angeht, ist maßlos beschissen. Wir sehen aber, wir haben hier einen Inlet verbaut. Das ist mir jetzt gerade noch aufgefallen. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr gut, weil dadurch wird natürlich der Turbolader schon mal etwas entlastet. Ja, prinzipiell wäre jetzt noch ganz gut, wenn er die Ansaugung bearbeiten würde und ja, einen anderen Filter braucht man zwingend gar nicht reinmachen. Ich bin dann immer nicht so ein Fan von anderen Filtern, braucht man auch nicht wirklich. Wichtig ist das Inlet und dann natürlich die Ansaugung zu bearbeiten. Dann habt ihr bei dem GTI, wenn ihr jetzt nicht gerade einen fetten Upgrade-Lader fährt, das was komplett ausreicht. Und ihr habt natürlich dementsprechend auch nicht sofort alles so offensichtlich wie einen offenen Filter, wo dann die Polizei sich wieder mega dran aufhängt. Ja, weil offener Filter und dann am besten noch eine Abgasanlage. Das ist ja schon wieder alles so krass illegal und so weiter und so fort. Deswegen würde ich persönlich das bei meinem Auto auch immer so machen. Ansaugung bearbeiten, hinten ein Inlet rein und da bringt es in dem Sinne auch nichts, wenn man das noch mehr umbaut, weil leistungstechnisch habt ihr da keinen Mehrwert von. Genau, es ist eine reine Optik und natürlich Ansaugung, Sound. Wenn man das geil findet, dann muss man natürlich eine andere Ansaugung einbauen, damit ihr diesen Turbo-Whistle halt habt. Gut, also da haben wir schon mal alles geklärt. Genau, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal ins Auto rein. Brauchen wir erstmal das Fenster aufmachen hier, dass wir ein bisschen Luft bekommen. Dann starten wir mal rein. Ihr braucht natürlich den NGM OBD-Adapter, den ihr auch bei uns im Shop bekommt und dementsprechend für das Auto eine Lizenz. Genau, dann würde ich sagen, verbinden wir uns mal mit dem Handy und gehen hier auch schon mal kurz in die Optionen rein. Dazu müsst ihr natürlich die Fahrzeugzündung aktivieren. Die ist jetzt hier in dem Fall schon aktiviert. Also, wir sind jetzt hier mal in der ersten Ansicht vom Motorsteuergerät. Ich will auch mal ganz kurz was erklären. Also wir haben hier 3 bzw. 4 unterschiedliche Optionen zum Flashen. Wir gehen jetzt einfach mal durch. Also wir haben jetzt hier vorhin gerade schon den ersten Flash gemacht, weil das wollte ich jetzt hier fürs Video einfach ersparen.
Das sind bei dem Fahrzeug mit einer Simus 1810 circa 15 bis 17 Minuten, sage ich mal, der erste Flash. Genau, das ist aber nur der allererste, weil da halt das Steuergerät geunlockt wird und dann, wenn das geunlockt wurde, dann dauert jeder weitere Flash so circa 50 Sekunden. Wir haben diesen langen Flash jetzt schon gemacht. Wir flashen natürlich nachher nochmal zusammen alle Settings. Ich habe hier wirklich den originalen Pfeil nur mit Unlock geflasht. Da habt ihr jetzt natürlich die Option, die Stage 1 zu flashen. Ihr habt die Option, die Stage 2 zu flashen. Und dann gibt es hier noch die Option Back to Stock. Was bedeutet Back to Stock? Letzten Endes ist Back to Stock wirklich komplett auf den Serienzustand. Also ihr habt dann halt diesen Unlock wieder gelockt sozusagen. Das heißt auch, dass die CVN wieder Serie ist, dass das Auto wirklich wieder im 100%igen Serienzustand ist. Wenn ihr jetzt zum TÜV fahrt, könnt ihr diese Option benutzen oder aber auch, wenn ihr das Fahrzeug verkauft. Flash Original heißt letzten Endes nur, dass ihr die originale Leistung habt. Keinerlei Leistungssteigerung, aber eben der Unlock mit drauf ist. Wenn ihr jetzt Konfigurationen auswählt, die wir gleich zusammen durchgehen und ihr wollt aber keine Mehrleistung fahren oder für die Leute, die nun einen Soundpaket gekauft haben, die müssen dann immer Flash Original drücken mit den Änderungen, die ihr getätigt habt, damit das natürlich aufs Steuergerät auch übertragen wird. So, jetzt gehen wir gleich mal in die Konfiguration rein und wie ich es ja vorhin schon kurz erwähnt hatte, haben wir halt bei dem Modell serienmäßig die Emotionen komplett in jeglicher Situation fehlen. Ich hatte das Auto selber mal 2 Jahre, auch noch den mit OPF, wo natürlich nochmal deutlich weniger Klang rauskommt wie jetzt bei dem hier. Und da war es halt auch schon so, dass ich gesagt habe, boah, das ist krass. Also selbst mit 3,5 zur Abgasanlage war ich halt schon maßlos enttäuscht, weil aus dem Auto kein Schaltknall mehr rauskommt. Schubknall haben die ja sowieso in der Serie gar nichts. Und ja, es haben halt einfach die Emotionen gefehlt. Und die haben wir jetzt auf jeden Fall zu einem Großteil mit der App eben zurückgeholt. Und zwar gehen wir jetzt einfach gleich mal in das Thema Schubknallen rein, Crackles. Wir haben hier sehr, sehr viele Möglichkeiten, den Klang wirklich so zu beeinflussen, wie ihr das halt haben wollt. Das heißt, jeder kann da wirklich sein individuelles Setting selbst einstellen. Ihr könnt es so oft ändern, wie ihr wollt. Ihr könnt das Fahrzeug ja so oft flashen, wie ihr wollt. Und das ist halt das Coole an der App. Ihr habt da halt einfach diese Flexibilität. Wir gehen jetzt mal die wichtigsten Sachen durch. Also wir haben jetzt hier die Mode Selection. Diese Mode Selection gibt es letzten Endes, weil der Golf 7R zum Beispiel oder auch ein Cupra Ateca mit dem Gen 3 Motor, die haben alle dasselbe Steuergerät verbaut. Das ist überall eine 1810 drin und dadurch muss man halt hier jetzt im Prinzip der App sagen, welches Fahrzeug mehr oder weniger verbaut ist. Das heißt nämlich hier not active when stationary as standard, not active as standard, always active as standard. Und wir haben halt hier das Thema, dass bei dem Fahrzeug das Fahrzeugserie gar kein Knallen hat. Also wähle ich not active as standard aus. Es gibt Fahrzeuge, die haben halt das Knallen Serie aktiv. Ein Golf 7R zum Beispiel, der knallt ja in Race auch schon in der Serie ein bisschen. Da müsste man halt hier den anderen Modus auswählen. Crackle with Cold Engine, das ist im Prinzip so, dass da im Steuergerät eine Temperaturschwelle hinterlegt ist. Wenn diese überschritten wird, dann knallt das Fahrzeug erst. Wenn ihr jetzt aber hier auf On geht, ist diese Temperaturschwelle nicht existent. Das bedeutet, ihr macht den Motor an, wartet kurz, bis das Cut-Heizen aus ist. Das dauert auch immer so 1-2 Minuten bei dem Fahrzeug. Und wenn das dann aber aus ist, dann funktioniert das Knallen gleich automatisch im Sportmodus in der Fahrt und im Stand ist es in jedem Modus aktiv. Das ist nämlich aber auch, was gleich die nächste Funktion betrifft. Und zwar habt ihr hier die Option, das Knallen im Stand komplett auszumachen. Speziell bei den GTI-Modellen ist es halt wichtig, weil wir wissen ja, die Polizei misst ja gerne das Standgeräusch. Und da wollt ihr natürlich nicht, dass das Ding dann Asbach-Uhr laut wird. Deswegen könnt ihr die Option einfach nutzen und auf Off setzen. Dann knallt das Fahrzeug in keinerlei Modus. Also weder im Sport noch im Komfort ist das Knallen einfach im Stand komplett aus. So, jetzt hier eins der geilsten Settings tatsächlich, die harte Launch Control, die ihr von den IS38 Modellen kennt, also sprich Golf 7R, S3 und so weiter und so fort. Die ist jetzt hier auch schon mal auf an. Und dann noch eine ganz coole Option und zwar Fired Up Shift, hatte ich ja vorhin schon auch kurz angesprochen. Das ist das typische Schaltfurzen oder Schaltknallen, wie man es auch immer nennen will. Das machen wir natürlich auch mal an. Ja, dann habt ihr noch die Möglichkeit, das Downshift-Knallen aus- oder anzumachen. Das bedeutet, ihr könnt entscheiden, soll er auch beim Runterschalten knallen oder soll er nur im negativen Lastwechsel, also im Schubbetrieb knallen. Das haben wir jetzt einfach mal hier auch auf Active. Dann, wie lange soll er knallen? Wir gehen jetzt mal einfach auf 1,5 Sekunden. Dann hier noch eine weitere Option, Overrun. Was bedeutet das? Sobald ihr aus dem Gas geht, wird der Ladedruck übers Wastegate abgebaut und macht letzten Endes direkt bevor das Schubknallen losgeht, ein kleines Geräusch. Also es ist ein bisschen so wie dieses Brub bei den BMW-Modellen, natürlich nicht ganz so exorbitant laut. Es kommt natürlich auch immer extrem auf euer Abgasanlagen-Setup an. Bei den Leuten, die eine originale OPF-Downpipe haben, ihr werdet es gar nicht merken. Also bei dem Modell werdet ihr es definitiv hören, weil der hat jetzt eine originale Downpipe zwar drin, aber hat halt eine 3,52 Straight Pipe Abgasanlage. Wir werden das nachher einfach mal aufnehmen
aufnehmen und euch zeigen, wie sich das bei dem Auto dann anhört. Bei der Simus 18.1 und 18.10 haben wir zusätzlich noch 5 verschiedene Knallvarianten. Da fragen uns die Kunden auch immer so, ja, was macht das, was macht das? Das ist leider halt pauschal nicht so zu beantworten. Was das bedeutet, ist letzten Endes, dass unterschiedliche Zylinder ausgeblendet werden im Schubbetrieb und dadurch auch unterschiedliche Klangbilder entstehen. Ihr müsst für euch selber entscheiden, welche Variante euch am besten gefällt. Das bedeutet wirklich, weil es auch einfach komplett individuell pro Fahrzeug ist, ihr müsst einfach entscheiden oder testen, was euch am besten gefällt. Die Varianten werden natürlich auch extrem stark durch die Intensität des Knallens beeinflusst. Also wenn ihr das Ganze hier auf Max setzt, ändert sich das auch wiederum komplett, wie die Varianten klingen. Also ihr müsst euch da einfach ein bisschen ausprobieren. Das ist ja das auch, für was ihr die App habt, dass ihr einfach testen könnt und ausprobieren könnt, wie ihr das Ganze halt wollt. Und wenn ihr dann einfach ein Setting gefunden habt, was euch gefällt, dann merkt euch das einfach und dann könnt ihr das ja auch die ganze Zeit benutzen. Ja, haben wir hier natürlich auch die Option, die End- und die Startdrehzahl vom Knallen einzustellen. Das will ich jetzt auch nicht missen. Das bedeutet, ihr könnt halt entscheiden, wenn das Fahrzeug nicht unter 2000 Umdrehungen knallen soll, dann setze ich halt hier die Startdrehzahl auf 2000 und ich sage, er soll nicht über 5500 zum Beispiel knallen, dann kann ich hier die Enddrehzahl auf 5500 setzen. Bitte darauf achten, dass ihr das wirklich korrekt lest, weil wir haben auch einige Kunden, die setzen das auf die Startdrehzahl auf 6500 und die Enddrehzahl auf 2500 zum Beispiel. Dann ist klar, dass euer Fahrzeug halt gar nicht knallen kann, weil ihr habt die Enddrehzahl vor die Startdrehzahl gesetzt. Das funktioniert natürlich, deswegen da einfach korrekt lesen und dann halt das auch so anpassen, wie ihr es halt haben wollt. Ich setze jetzt einfach mal das Knallen auf 2000 und hier auf 5500. Das sollte erreichen. Genau, dann haben wir hier eigentlich soweit alles ausgewählt, was für uns relevant ist. Was jetzt vielleicht noch für den einen oder anderen ganz wichtig ist, wir setzen hier den Drehzahlbegrenzer im Stand, setzen wir auf On. Das heißt, lässt sich jetzt halt höher im Stand drehen als die 3750 Umdrehungen. Dann gibt es hier noch eine Option für den harten Limiter. Das ist eine reine Geschmackssache. Ich persönlich finde den jetzt nicht so toll. Kann man natürlich mal ausprobieren. Der harte Limiter schneidet sich mit der Launch Control. Also wenn ihr die Golf 7R Launch Control haben wollt auf eurem GTI, dann muss das definitiv auf Off sitzen, damit sich die Launch Control dann annähernd so anhört wie die vom Golf 7R. Wir können jetzt hier noch angeben, dass wir ein Inlet verbaut haben. Das haben wir ja hier. Wir haben eine originale Ansaugung und sonst ist der Rest auch komplett original. Bedeutet, das lasse ich alles auf Stock und den Kaltstart, den lassen wir auch drin. Den will ich jetzt hier nicht rausnehmen. Genau, jetzt kann man hier noch angeben, welches Benzin man fährt. Daraufhin würde sich die Map halt auch anpassen. Wir haben hier aber nur 98 im Tank. Das heißt, also lassen das Setting deaktiviert, damit auch die Map auf 98 Oktan abgestimmt ist. Jetzt können wir halt nochmal überlegen, okay, jetzt haben wir hier unsere Konfiguration komplett ausgewählt. Jetzt können wir halt sagen, okay, welche Map wollen wir flashen. Wir haben jetzt hier die Optionen, wie ich es ja vorhin schon erwähnt habe, aber wir haben ja hier nicht die Hardware verbaut, um eine Stage 2 zu flashen, weil dafür bräuchte ihr einen Downpipe, eine Ansaugung, Inlet und auch einen Ladeluftkühler, speziell bei den Temperaturen, die wir jetzt momentan haben. Gut, jetzt gerade geht es noch mit 18,5 Grad, aber das steigt ja nachher noch an und wir haben jetzt aktuell auch eigentlich immer die ganze Zeit zwischen 25 und 30 Grad und wenn nicht sogar noch höher. Und da ist es zwingend erforderlich, dass ein Upgrade-Intercooler, also ein Ladeluftkühler verbaut ist, damit ihr halt auch einfach wirklich die Leistung abrufen könnt und zwar nicht nur für einen Pull, sondern halt andauernd. Auch von der Reihenfolge her macht erst, wenn ihr Leistungen haben wollt, erst immer eine Inlet-Ansaugung und als allernächstes wäre eigentlich schon der Ladeluftkühler wichtig, bevor ihr eine Abgasanlage macht und eine Downpipe macht erst den Upgrade-Intercooler. Das Thema ist halt nur, klar, emotionaler ist natürlich eine Abgasanlage und eine Downpipe. Deswegen muss man da immer so ein gewisses Mittelmaß treffen. Aber wenn ihr sagt, leistungstechnisch reicht euch eine Stage 1 auch aus, dann ist natürlich der Intercooler jetzt nicht zwingend notwendig. Genau, wir gehen jetzt einfach hier rein und flashen einmal kurz die Stage 1 mit den jeweiligen Konfigurationen, die ich habe. Zündung ist an, genau. Und ja, dann sind wir jetzt hier auch innerhalb von 40 Sekunden fertig. Und dann sind die Sachen, die wir eingestellt haben, auf das Steuergerät aufgespielt. Und wir können dann auch gleich wieder starten. Jetzt gehen hier wieder alle Fehlermeldungen an. Das ist ganz normal. Dann skippen wir jetzt einfach mal kurz vor, bis der Flash so bei 99% ist. Ich bin irgendwie heute ein bisschen Banane im Schädel. Nichts gesoffen habe, keine Drogen konsumiert habe. Hammer drauf. Hammer drauf, kann man reinschneiden. So, jetzt ist der Flash auch durchgelaufen. Da einmal jetzt warten, bis der grüne Haken verschwindet. Dann können wir ganz wichtig, ich betone es immer wieder in jedem Video, aber es ist einfach wichtig, Zündung ausmachen. Hier hat er keinen Keyless, das heißt, ich muss den Schlüssel einmal rausziehen. Dann kann man die Zündung wieder anmachen und dann kann man das Auto auch einfach mal starten und schauen, dass alles passt. Das springt natürlich einmal frei an und wir haben auch hier jetzt keine Fehler mehr im Dashboard, weil die werden einfach nach dem Flash, deswegen auch die Zündung rausziehen,
alle gelöscht. So, wir machen jetzt das Auto trotzdem nochmal aus, gehen jetzt hier nochmal rein ins Getriebe, weil das Getriebe habe ich nämlich noch nicht geflasht. Wir werden hier jetzt nur die Stage 1 fürs Getriebe flashen. Ihr könnt aber auch natürlich die Stage 2 mit der Stage 1 in Kombination fahren. Was ist der Unterschied zwischen der Stage 1 und der Stage 2? Es steht zwar auch hier in der App drin, ich will es aber trotzdem noch mal kurz einfach für euch erläutern. Also in der Stage 1 machen wir beim Deco 381 nichts anderes, als dass wir die Drehmomentbegrenzung aufheben, sodass quasi das maximale Drehmoment, was von der ECU kommt, auch wirklich nicht durch die TCU gebremst wird in dem Sinne, auf gut Deutsch. Und in der Stage 2 machen wir noch ein paar Sachen mehr, und zwar heben wir da den Kupplungsdruck an, sodass halt speziell auch für die Leute, die eine Stage 2 fahren oder aber auch eine IS38 haben. Natürlich nicht nur IS38, weil hier bei dem fahren wir auch in der Stage 2. 500 Newtonmeter geben wir an, das machen die auch. Und daher ist es halt einfach wichtig, dass da natürlich auch der Kupplungsdruck erhöht wird. Aber auch die Schaltzeiten verkürzen wir. So, warum gehe ich da jetzt explizit genauso drauf ein? Weil wir haben ja vorhin das Schaltknall noch mit reingenommen. Und natürlich beeinflussen auch die reduzierten Schaltzeiten das Schaltknallen, weil wenn der Gangwechsel natürlich kürzer ist, weil wir sagen, okay, wir wollen, dass das DSG so schnell wie möglich schaltet, ist natürlich das Schaltfurzen oder das Schaltknallen auch leiser. Das heißt, wenn ihr maximal lautes Schaltknallen haben wollt bei den Modellen, dann einfach nur die Stage 1 flashen oder das Getriebe sogar Serie lassen, in der Motorsoftware anpassen, befeuertes Hochschalten aktivieren, dann habt ihr das Schaltknallen so laut, wie es halt einfach geht. Natürlich wird das Schaltknallen auch enorm durch die Downpipe und durch die Abgasanlage beeinflusst. Auch nochmal ein kleiner Punkt ist, den ich hier gleich noch erwähnen will, weil wir schon beim Getriebeflashen sind. Und zwar, ihr braucht immer nicht das Getriebe hin und her flashen die ganze Zeit. Das ist einfach total unnötig. Beim Getriebe haben wir ja auch hier keinerlei Optionen, die ihr einstellen könnt. Deswegen würde ich euch einfach empfehlen, flasht das Getriebe ein einziges Mal. Klar, ihr könnt natürlich wegen der Stage 1 und der Stage 2, wenn ihr sagt, ihr wollt das Hochschalten, mal ausprobieren, wie viel lauter, leiser das ist, dann könnt ihr es hin und her flashen. Wir haben hier einige Kunden, die das Getriebesteuergerät immer wieder neu flashen. Das braucht es nicht, es verliert immer seine Adaption. Von daher würde ich einfach sagen, flasht es einmal, wenn ihr die App halt neu habt, und lasst es dann so, wie es ist. Wenn ihr dann, wie gesagt, das einmal rumprobieren wollt, könnt ihr das machen, aber es gibt keinen Grund, das Getriebe immer wieder neu auf Stage 2 zu flashen oder auch zwischen Serie und Stage 2 beim Getriebe immer hin und her zu wechseln. Ist komplett unnötig und würde ich an eurer Stelle einfach unterlassen. Das dauert hier auch nur so lange, weil wir halt ein Update mit aufspielen. Beim nächsten Flash würde das Ganze halt deutlich schneller gehen. Wir updaten immer auf die neueste verfügbare Software seitens VW oder halt Seat, Skoda, wie auch immer, welches Auto ihr halt auch habt. So, wir fahren jetzt hier mal eine kleine Runde. Ich habe jetzt gerade noch 2, 3 Sachen festgestellt. Ich vergesse das dann immer in der Kürze oder beziehungsweise in der Zeit, wo wir das Video machen. Also das Fahrzeug hat hier keine Fahrerprofilauswahl, die normalerweise hier überhalb der Start-Stopp-Taste wäre. Die ist jetzt hier nicht verfügbar, ist aber bei dem DSG-Fahrzeug kein Problem, weil wir können halt hier über den Wahlhebel natürlich in S gehen und einmal runterziehen, dann seid ihr in S. So, in S ist dann das Knallen natürlich auch aktiv, weil es geht über die Getriebegasse S. Bedeutet auch für die Fahrer, die ein DSG-Fahrzeug haben, aber die Fahrprofilauswahl nicht haben, funktioniert die App natürlich auch einwandfrei. Also das Knallen und so weiter und so fort. Hier gerade nur die Intensitätsstufe 2, also nahezu 0 quasi ausgewählt. Das ist eher dann ein leichtes Blubbern. Durch die Anlage kommt es aber trotzdem gut zum Vorschein. Ihr habt ja hier, wie gesagt, bis 10 Möglichkeiten auszuwählen. Zwischen 0 und 10 könnt ihr die Lautstärke beeinflussen. Wir gehen jetzt auch gleich mal rein und machen die Launch Control, damit ihr die auch mal hört. Ich bin gespannt, ob dann die Klappen hier offen sind. Müssen wir jetzt einfach mal testen. Weiß ich jetzt gerade nicht. Jetzt ist es zwischen 60 und 70 ist die Klappe offen. Keine Ahnung, also die ECE-Steuerung muss mir mal einer erklären. Check ich nicht, weil normalerweise müsste hier von 20 bis 80 zu sein. Die Klappe schaltet auf jeden Fall irgendwie, wie sie lustig ist. Ja, aber er hat halt leider, die Klappe macht dann zu. Schade Schokolade. So, jetzt habt ihr mal das erste Setup gehört. Ich habe
vorhin voll übersehen, dass wir die Intensität nur auf 2 gestellt haben, aber dadurch, dass hier eine Straight-Pipe-Abgasanlage verbaut ist und noch kein OPF verbaut ist, ist das Ganze schon wirklich meiner Meinung nach vollkommen ausreichend. Also tatsächlich wird mir das von der Lautstärke her schon komplett ausreichen, aber das ist ja das Schöne, wenn euch das noch immer zu leise ist, dann könnt ihr es natürlich noch lauter einstellen und das machen wir jetzt auch mal. Und zwar gehen wir jetzt hier nochmal in die Einstellungen rein. Von der Länge hat es mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich werde das Ganze jetzt sogar mal auf, einfach damit man es sieht, auf 0,75 reduzieren. Wir hatten davor 1,5, nur nochmal als kurze Erinnerung. Und jetzt gehen wir rein und setzen das Knallen mal, wir hatten es vorher auf 2, jetzt setzen wir es mal auf 4. Also ihr habt wie gesagt bis 10. Aber ja, hier ist originale Downpipe verbaut, würde ich jetzt nicht mehr empfehlen als, sage ich mal, 6 ungefähr. Das ist schon auch echt richtig, richtig laut, wobei mir das tatsächlich ja, wie gesagt, auch ausreicht. Wir lassen Variante 1 nach wie vor aktiv, weil mir die eigentlich am besten gefällt. Genau, Launch Control habt ihr jetzt auch gerade mal gehört. Ist schon richtig saftig auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir rein. Flashen die Option einfach nochmal, was ich noch vorhin vergessen habe, das machen wir jetzt auch noch. Wir setzen noch die Start-Stop-Automatik auf Last Mode und ja, jetzt das Ganze einfach mal wieder aufs Steuergeld flashen. Innerhalb von 50 Sekunden sind die Änderungen auf das Steuergeld übertragen und dann seht ihr jetzt nochmal gleich neue Soundfiles. Gut, jetzt haben wir euch hier mal 2 unterschiedliche Varianten demonstriert. Einmal mit Stufe 2, einmal Stufe 4. Unterschiedliche Dauer. Ich denke, man kriegt dafür ein ganz gutes Verständnis, was ihr quasi alles mit der App dann da sondern was ihr da alles mit der App einstellen könnt. Genau, das könnt ihr natürlich theoretisch hochziehen bis auf 7, 8, 10. Wenn ihr keinen Cut drin habt, könnt ihr 10 ohne Probleme fahren. Wenn ihr einen normalen Cut drin habt, da würde ich so, sage ich mal, Stufe 6 machen. Das ist auch schon, wie man hier gerade hört, mit Serien-Downpipe-Uhr. Also das ist brutal laut einfach. Deswegen, und das war jetzt nur Stufe 4. Auf der Kamera kommt es eh nicht rüber, wenn wir jetzt noch 2 Stufen höher einstellen. Das übersteuert dann einfach nur maßlos. Deswegen haben wir jetzt auch nur Stufe 4 hier gewählt. Ich fand Stufe 2 tatsächlich mit dem Setup hier völlig ausreichend. Aber wie gesagt, das ist ja immer individuell. Jeder soll das so einstellen, wie er es haben will. Und die Dauer natürlich auch. Ja, wir haben hier auch einen Temperaturschutz drin. Das bedeutet, wenn die Abgastemperatur, die hier in dem Fall errechnet wird, zu hoch geht, hört das Knallen auf. Das ist einfach letzten Endes ein Schutzmechanismus. Das war jetzt auch hier in dem Video tatsächlich 1-2 Mal. Da hat er dann beim Runterschalten nicht mehr geknallt, weil eben die errechnete Abgastemperatur zu hoch gegangen ist und dadurch wird das Knallen dann unterbunden. Wir haben jetzt hier, muss man einfach auch klipp und klar dazu sagen, einmal kurz den Stecker der Klappe rausgehängt. Zu Demo-Zwecken, dass die Klappe nicht die ganze Zeit reinregelt, weil die meisten Leute fahren ja sowieso mit einer manuellen Steuerung, was natürlich nicht legal ist, aber das ist klar. Und damit man einfach mal hört, wie es sich jetzt eben anhört, wenn die Klappe permanent geöffnet ist. Also jetzt habt ihr ja noch einige Soundfiles gesehen von unterschiedlichen Setups. Wir haben natürlich über die Jahre unzählige verschiedene Setups da gehabt und es ist halt auch leider so, man kann natürlich nicht jedes einzelne Setup in Form eines Videos präsentieren, weil dafür gibt es einfach zu viele Tuning-Parts, zu viele Abgasanlagen auf dem Markt, zu viele unterschiedliche Downpipes. Ich denke trotzdem, man hat jetzt da eine ganz gute Referenz oder ein ganz gutes Abbild von dem, was halt möglich ist. Und ja, der DLBA ist natürlich ohne OPF schon einen Ticken lauter, ein gutes Stück lauter wie der mit OPF, aber deswegen habt ihr hier im Video jetzt auch noch mal einige Soundfiles, wo der OPF mit drin war, also DKTB mit Anlage, Serienabgasanlage und
damit denke ich mal, habt ihr wirklich jetzt gute Eindrücke sammeln können, wie sich das dann auch auf eurem Auto anhören wird. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt und ein Abo dalasst und bei dem nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch was. Ciao, ciao.